Hey, super beantwortet die Frage. Klasse. Tschüss. Wie sieht's denn aus hier? Hi liebe Bayer-Fans, ich habe die große Ehre, heute ein paar Fragen von euch zu beantworten und bin gespannt, was ich jetzt gleich so aus der Tasse ziehe. So, @saskiak.4896. Übst du oft Eckbälle oder wieso kommen die immer auf die richtige Stelle? Rob, was sagst du da im Hintergrund der Kamera dazu? Also, natürlich üben wir das des Öfteren, weil wir schon gesehen haben, dass Standards wichtig sein können fürs Spiel, dass ein Spiel entscheiden kann oder auch verändern kann. Und deshalb wird das ja jetzt nicht täglich trainiert, aber auf jeden Fall wöchentlich. Weil wenn man dann, manchmal hat man vielleicht auch nur 1, 2 Ecken und die sollten dann auf den Punkt genau kommen, um sie dann bestmöglich auszunutzen. Und vielleicht hat man ja auch was Bestimmtes trainiert, dann ist es umso wichtiger. Also ja, Training ist wichtig. Nächste Frage. Von @e.1684. Wer war dein Vorbild als Kind? Als Vorbild, als ich ein kleines Kind war, war größtenteils Mehmet Scholl und Claudio Pizarro. Von denen hatte ich Trikots immer bekommen, weil sie meines Erachtens sehr clever auf dem Platz agiert haben und ich das beeindruckend fand. Und ja, das waren meine Vorbilder. Von @nurinuri6600. Du pustest dir vor dem Anstoß immer in die Fingerspitzen. Welchen Hintergrund hat das? Krass, dass das der bemerkt hat. Das habe ich mir irgendwann angeeignet. Das ist einfach so ein, wenn man es Ritual nennen möchte, ist es ein Ritual. Einfach fürs Fingerspitzengefühl, wenn das Spiel losgeht, dass ich da auf dem Sender bin. Krass, nicht schlecht. So, @Brigante97. Wie ist der Spirit in der Kabine und intern? Und hast du ein gutes Gefühl für die Saison? Ein gutes Gefühl für die Saison habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch schon jetzt in den ersten Spielen, dass auch jeder ein gutes Gefühl hat. Und der Spirit in der Kabine und intern, finde ich, ist hervorragend. Wir verstehen uns sehr, sehr gut, was sich auch wiederum auf dem Platz zeigt, meines Erachtens. Und ja, natürlich rumpelt es vielleicht auch mal auf dem Trainingsplatz, aber das gehört auch dazu. Aber wir sind auf jeden Fall eine coole Truppe. Von Alexo97, wieder 97. Freust du dich auf die EM im eigenen Land und was traust du der deutschen Nationalmannschaft zu? Ich freue mich sehr auf die EM im eigenen Land, weil es, glaube ich, was ganz Besonderes ist, in einem im Heimatland so ein großes Turnier zu spielen. Natürlich ist die Grundvoraussetzung, dass man da auch nominiert wird. Aber dazu muss ich hier bei Bayer meine Leistung bringen und dann stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Und zutrauen kann man mit der Mannschaft, die wir, glaube ich, haben, der Qualität im Kader haben, einiges. Wobei wir natürlich das in den letzten Wochen, Monaten auch zu uns gesagt haben und es nicht so geschafft haben. Aber wenn man rein die Qualität betrachtet und rein diese Frage stellt, was man der deutschen Mannschaft zutraut, dann ist das natürlich auch nächstes Jahr bei der EM sehr, sehr weit zu kommen. Und das wiederum heißt, ja, so weit als möglich einfach. Nächste Frage. Von Leon.7801. Fühlst du dich wohl in Leverkusen und Umgebung? Ja, ich musste ja nicht umziehen, deshalb fühle ich mich, was die Umgebung betrifft, sehr, sehr wohl natürlich. Und in Leverkusen auch, was man aber, glaube ich, auch sieht, weil dieses Gefühl, wie du aufgenommen wirst, wie es läuft, wie du in die Mannschaft integriert wirst, das zeigt sich schon auch ein bisschen auf dem Platz, weil für mich ist es wichtig, dass der Wohlfühlfaktor auf jeden Fall gegeben ist.
Und der ist da und dann kann ich auch meine Leistung bringen. Und wie gesagt, deshalb bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein. Helmut Schroder 4158. Mit wem verbringst du vom Team auch außerhalb vom Platz deine Zeit? So viele Möglichkeiten, muss ich ehrlicherweise sagen, gab es noch nicht. Weil in der Vorbereitung bist du viel in der Mannschaft unterwegs. Und jetzt die ersten 3 Wochen, die Möglichkeiten, die Zeit, die Momente jetzt gerade noch nicht so da waren, dass man sich schon viel vorgenommen hat außerhalb vom Platz. Vor allem gerade wenn man als neuer Spieler in der ersten Zeit da ist, dann versucht man viel hier zu sein am Trainingsgelände, um bestmöglich integriert zu sein. Das wird aber noch kommen mit Sicherheit, dass man sich auch privat mehr sieht und da bin ich gespannt, welcher von der Truppe sich da herauskristallisiert. Von Amir_2-12-19. Spielst du lieber zentral oder außen? Gestern zog es dich immer auf den Flügel, aber zum Beispiel kurzzeitig die LAV-LM-Position abdecken kannst du richtig gut. Also am liebsten spiele ich eher Richtung zentral, weil man noch mehr im Spielgeschehen beteiligt ist. Man kann sich gefühlt nie ausruhen, auch im Kopf nie abschalten. Das sollte man natürlich auf der Außenbahn größtenteils auch nicht, aber da gibt es schon mal die Momente, in denen man kurz durchatmen kann. Deshalb lieber zentral. Gerade wenn es dann auch offensiv geht, hat man vielleicht noch mehr Zug zum Tor, man hat mehr Momente auf dem Platz, in denen man in gefährlichere Situationen kommt, um vielleicht auch mal ein Tor zu schießen. Deshalb eher zentral. Aber in den richtigen Momenten auch auf der Außenbahnposition. Also Hauptsache, man steht auf dem Platz, das ist das Wichtigste. Von Kings Game 729. Bei welchem Verein hast du deine Karriere begonnen und mit wie vielen Jahren? Karriere hat begonnen beim FC Roth im Heimatdorf. Ich würde mal annehmen, das war mit 4, 5 Jahren sowas. Wir haben ich komme eigentlich aus einer Handballerfamilie, aber irgendwo mit Freunden dann damals gekickt und die haben dann gesagt, komm doch mal zum Training. Und dann habe ich das wahrgenommen und war dann 7 Jahre oder 6, 7 Jahre in der Jugend dort und dann bin ich nach Hoffenheim gewechselt und bin dort die ganze Jugendmannschaften durchlaufen. Und ja. Von Zheimer. Welches war dein aufregendstes Spiel, was du je gespielt hast? Das war ein Champions League Spiel bei Celtic Glasgow mit Mönchengladbach. Da haben wir 2-0 gewonnen. Und das war, was die Atmosphäre betrifft, was das Fußballerherz betrifft, das Atemberaubendste, was ich erlebt habe. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, das kam dann noch on top, aber die Mentalität, die Menschen dort im Stadion gelebt haben und natürlich wie laut es war und dazu, dass es noch ein Champions League Spiel war das im Gesamten das schönste Spiel, oder das aufregendste Spiel, was ich je gespielt habe. Von Michaels3362. Hallo Jonas, wie realistisch siehst du es an, mit Leverkusen nicht nur um Titel mitzuspielen, sondern sogar mindestens einen zu gewinnen? Realistisch ist es natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, die gibt es auch immer, deshalb ist die auch da. Und wichtig ist, dass wir, glaube ich, Konstanz in unserem Spiel haben, in unsere Saison bringen. Jetzt nicht nur die Anfangsphase, sondern
wenn es dann am Donnerstag und am Sonntag darauf gegen Gegner geht, wo wir den Anspruch haben, gewinnen zu wollen und zu müssen, dann, dass wir diese Aufgaben auch erledigen. Und wenn wir das schaffen, das über einen langen Zeitraum auf den Platz zu bringen, dann glaube ich, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit wiederum auch am Ende der Saison was in die Höhe zu strecken. Und deshalb, glaube ich, sind die Wahrscheinlichkeiten da. Okay, letzte Frage. Von Kilua X99. Wer sind die besten Spieler, mit denen du gespielt hast? Dabei sollst du einen Spieler aus Dortmund, Gladbach und Leverkusen nennen, bei den Vereinen, die ich gespielt habe. Aus Dortmunder Zeiten würde ich da sagen Robert Lewandowski oder auch İlkay Gündogan. Aus Gladbacher Zeiten war es wahrscheinlich Raphael. Und hier in Leverkusen Rob, muss ich jetzt Rob sagen, weil du da sitzt? Wahrscheinlich, weil er gerade den Übergang von Riesentalent zu einem absoluten Topspieler macht, Florian Wirtz. Ja, danke für eure Fragen. Waren ein paar coole dabei. Ich hoffe, ich konnte die Fragen wunschgemäß beantworten und hoffe, wir sehen uns demnächst in der Bayer Arena. Hey, super beantwortet die Frage. Klasse. Tschüss.